Willkommen auf der Gamescom 2025. Zwischen Cosplay, Menschenmengen und ohrenbetäubender Lautstärke in den großen Hallen waren auch wir mit unserem Spiel Parking World am Start. In Halle 10.2, wo es tatsächlich etwas leiser zuging. Falls ihr vorbeigeschaut habt, danke fürs Dabeisein. Falls nicht, merkt euch den Namen, probiert es aus auf Steam, PlayStation oder Xbox. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns riesig über einen Kommentar oder noch besser, über einen Review auf eurer Plattform. In den Haupthallen war es fast unmöglich, ein Interview aufzunehmen. Zu laut, zu voll, zu chaotisch. Also sind wir in die kleineren Hallen gezogen. Und genau dort war die Stimmung perfekt. Entspannter, persönlicher und so konnten wir das ein oder andere wirklich nette Gespräch führen. Einleitend natürlich die wichtigste Frage. Was war euer bisheriges Highlight auf der Gamescom? Wiedertreffen von vielen Freunden aus den letzten Jahren, Kontakte, die ich geknüpft habe. So I have a YouTube channel and a lot of people have come up to me who have seen my YouTube videos to put some faces to the comments or the numbers that you see on YouTube. Dass ich viele Freunde getroffen habe aus der Branche, mit denen Zeit verbringen konnte und viel Spaß hatte, neue Projekte zu sehen. Neue Freunde kennenzulernen. Ich sage ein bisschen Werbung in eigener Sache, unser eigener Stand, einfach weil er wirklich sehr, sehr, sehr groß war für die Anno-Serie. Die kennt man ja in Deutschland, der größte Stand, den wir je hatten. Was ich persönlich eigentlich immer das tollste Highlight finde, ist die Indie Arena. Ich muss sagen, unser eigener Stand, weil als wir letztes Jahr hier waren, haben wir davon geträumt, bei einem Publisher mit Anspielstationen zu sein und das haben wir geschafft. Ja, natürlich unser Spiel, Corsair. Das zu sehen, wie das alles aufgebaut wird, wie das zusammenkommt und wie viele Leute hier dann im Endeffekt tatsächlich rumlaufen, ist schon der Wahnsinn. Ja, der Retro-Stand, der Independent-Stand ist ja riesengroß geworden. Ich habe gefühlte tausende Games gesehen und das sind die Highlights. Die alten Games, die eigentlich auch durch die Spielmechanik bestechen. Also keine großen AAA-Games, die, wie nennt man das, so aufgeboostert sind mit Riesenhandlungen. Ich mag Spielmechanik. Tolle Spielideen, die einfach sind. Ich glaube, der Indie-Bereich wieder. Unten die Mortal Kombat-Sachen haben mich schon mal sehr abgeholt. Fand ich schon mal cool, dass sie das wieder online bringen. Lego Batman. Lego Batman ist schon cool. Was hier hinter uns steht, was die Jungs von PVKK gemacht haben, ist auch ziemlich gut. Borderlands 4 ist, glaube ich, vom reinen Stand-Setup das beeindruckendste für mich gewesen dieses Jahr. Viele von euch haben erzählt, wie wichtig der Netzwerkaspekt ist und wie schön es ist, Freunde und Bekannte wiederzutreffen. Auch die Begeisterung für den vielleicht ersten eigenen Stand war oft ein wichtiger Punkt. Neben den Begegnungen gab es aber auch wieder unzählige Shows, Trailer und Demos. Was hat euch am meisten beeindruckt? Heute auf der Gamescom hat mich am meisten das Spiel Oko begeistert. Das konnte ich ein bisschen spielen und es hat ganz tolle Puzzle-Mechaniken, die mich total gefangen haben. Ich habe mir aber hier zum ersten Mal Unbound angeschaut und es ist ein Spiel, das einfach total süß aussieht. Ein Kollege von mir hat ein ESA-Game gemacht, also die Mondbesiedlung. Und es ist ziemlich erfolgreich, hat ziemlich viel Wirbel verursacht. Das finde ich natürlich schön. Durch die von Parking World. Weil das ist ein Spiel, da träume ich sogar von. Das neue Anno sah ziemlich sexy aus, weil bei Römer, ich komme aus der Weingegend, aus der Nähe von Trier, Römer ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Ja? Mein Number One Favorite, also mein 117 Favorite. Ich finde Moonlight Peaks toll. Ich habe die Opening Night gesehen und die war schon gut, das Konzert war gut. Sehr wahrscheinlich geht das an Silksong, also dem neuen Spiel. Und was ich auch immer so irgendwie ein geiles Feeling auf der Gamescom finde, du guckst in die Schlangen, da sitzen teilweise Leute 2 Stunden und niemand ist schlecht drauf. Von Retro-Highlights bis hin zu brandneuen Titeln war alles dabei. Und die Begeisterung für die Vielfalt war spürbar. Aber die Gamescom lebt nicht nur von Games, sondern auch von ihren schrägen, verrückten Momenten. Deshalb haben wir gefragt, was war das Skurrilste, das ihr heute gesehen habt? Ich finde die Menschen. Nee, bisher noch nicht. Also einige der Cosplayer sind auf jeden Fall gut verrückt unterwegs. Verrückt? Ich würde sagen, es ist noch zu früh, um das zu sagen. Das ist eine gute Frage. Gamescom ist an sich schon so sehr verrückt. Viele bunte Leute, viele interessante Spiele, interessante Konzepte. Ich glaube, das lässt sich nicht auf eins runterbrechen. Ob Cosplayer, riesige Stände oder einfach die Messe selbst. Die Eindrücke sind vielfältig. Aber abseits vom Trubel haben wir die große Frage gestellt: Was macht ein gutes Spiel eigentlich richtig gut? Reicht bombastische Grafik? Oder ist am Ende Gameplay, Story oder vielleicht etwas ganz anderes entscheidend? Ich glaube, das, was ein gutes Spiel ausmacht, ist das Element, was in der Community die Leute, die ein Spiel spielen, die irgendwie packt auf einer emotionalen Ebene. Dass man das was Positives damit verbindet mit der Zeit, die man mit dem Spiel verbracht hat. Wenn alles bestens und perfekt zusammenkommt.
Die Grafik muss es nicht sein. Es ist eher, dass man viel Zeit darin verbringen kann und einfach runterkommen kann und sich so frei fühlt. Das gute Spiel von vorne bis hinten durchdacht zu sein. Alles und nichts. Also du kannst gutes Gameplay mit schlechter Grafik haben, schlechtes Gameplay mit guter Grafik. Es muss unterm Strich Bock machen, das ist wichtig. Es sollte Spaß machen und wie sich das zusammensetzt, da gibt es leider keine Formel für. Wenn ich die hätte, wäre ich nicht hier, sondern auf meiner Villa Mallorca. Deswegen. Das kommt voll aufs Game an. Ich persönlich bin aber jemand, der, glaube ich, am ehesten aufs Gameplay schaut. Und wenn da einfach der Spaß stimmt, sind die anderen Sachen für mich zweitrangig. Das ist die Spielmechanik. Das wird oft vergessen. Das ist einfache Spielmechanik wie bei Tetris zum Beispiel oder Pac-Man. Ein gutes Spiel macht für mich vor allem Gameplay aus. Ich mag Narration, ich mag auch Grafik gerne, aber Gameplay ist für mich, was zählt. Ich finde, eine Mischung aus der Story und dem Gameplay ist entscheidend für mich. Das Gameplay, es muss einfach Spaß machen. Man muss Controller in die Hand nehmen und es muss Spaß machen. I think it could be any of them or a mixture of them, but I think one of them or some of them had to be decent, but there's not just one answer for creating a good game. In den Antworten ging es oft um Spaß, Spielmechanik und die Emotionen, die ein Game auslöst. Da liegt es nahe, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Welche Technologie wird die Spielebranche in den nächsten Jahren am stärksten verändern? Ist wahrscheinlich die offensichtliche Antwort, aber ich denke AI. Ich glaube nicht unbedingt so, wie es jeder unbedingt gerade auf dem Schirm hat, aber ich glaube, da passiert eine ganze Menge in den nächsten Jahren. I think the obvious answer would be AI, but I don't know exactly how it's going to transform it and whether it's going to be for the better or not. We'll have to see. I hope that we use it in the best way possible and use it to enhance our games rather than fill them with AI slop, but we'll see. Ja, wahrscheinlich AI und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich denke, dass KI uns als Spieleentwickler sehr beeinflussen wird, also unsere Arbeit sehr beeinflussen wird. Bin da auch nicht positiv oder negativ, aber definitiv eine Veränderung wird es mit sich bringen, das merken wir jetzt schon. Ich glaube, eine Kombination von neuen Tools, die unter anderem mit KI gut zusammenarbeiten. Nicht unbedingt den Künstler ersetzen. Vermutlich KI, aber ob zum Guten oder Negativen, weiß man noch nicht. Viele von euch haben KI erwähnt und auch andere Tools, die Entwicklung verändern können. Doch egal, welche Technik kommt, am Ende zählt das Spielerlebnis. Also wollten wir von euch wissen, wie dieser Satz endet. Ein gutes Spiel ist spaßig. Mitreißend. Spaßig zu spielen. Gutes Spiel ist Enshrouded. Sehr selten. Abwechslungsreich. Aber ich würde einfach sagen, gut spielbar. Von mir entwickelt. Nein, ein gutes Spiel ist unterhaltsam und respektiert die Zeit seiner Spieler. Also Very difficult to make. Ein gutes Spiel ist ein Preiswert. Von spaßig über mitreißend bis hin zu respektvoll mit der Zeit der Spielenden. Die Antworten waren so vielfältig wie die Messe selbst. Aber wir wollten noch tiefer gehen und haben deshalb auch die Entwicklerinnen und Entwickler gefragt, wie sie ihre Arbeit erleben. Zum Einstieg, wie wird man eigentlich Spieleentwickler? Zufall, Studium oder doch der Kindheitstraum? Ich habe im Endeffekt Informatik studiert und immer gesagt, ich will Spiele machen und den Fokus selber gesetzt und ganz viele Local Meetups besucht. I've always enjoyed playing games and I got actually first into using Blender and making models, and then I realized that I could do more than that and actually have them interacting, and then I just went and started making games and I've been doing it for the last 12 years now. Also ich bin 2005 bei Blizzard Entertainment eingestiegen als Game Master witzigerweise für World of Warcraft und bin dann irgendwann Richtung Quality Assurance QA gerutscht. Dann durch die Lokalisierung ganz viele Abteilungen, Producing und irgendwann haben wir gesagt, das können wir auch selber und jetzt sind wir hier. Ich fand Games immer super, aber wie mal jemand Berühmtes, den jemand kennt, gesagt, nur weil du gerne isst, bist du kein Koch. Ich wusste nicht, dass das ein realistisch zu lernender Beruf ist. Ich dachte, das waren 4 Kumpels im Keller in der Garage und dann irgendwann machen die Minecraft und werden berühmt. Dann meinte mein bester Freund damals so, ey, mach schnell Intermedia Design, das ist irgendwas mit Games, die Bewerbungsfrist ist in 10 Tagen, baller die Mappe durch, ich helfe dir dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will irgendwas studieren und ich mag meinen besten Freund, ich finde Games cool, ich mache das einfach mal. Und habe dann in den ersten beiden Semestern gemerkt, so, oh Mann, das ist geil, das macht Bock. Und bin dann auch da geblieben, ja. Ob es nun das Studium war, Zufall oder die Leidenschaft aus den Kindertagen.
Die Wege in die Games-Branche sind ganz unterschiedlich. Aber eines ist klar, Spiele machen klingt spannend, aber es ist auch knifflig. Deshalb wollten wir wissen, was war eure bisher größte technische Herausforderung? 2023 war ich mitbeteiligt an dem Port von Oddworld Soulstorm auf Nintendo Switch. Das war definitiv die größte Herausforderung. So I make my own engine, and I found making animations, skinned animations, extremely difficult. And trying to understand all the matrix transformations and the joint matrices, that took me a long time. Also ich glaube, eine der größten technischen Herausforderungen war überhaupt, dieses Loop-System zu implementieren. Also es war jetzt nicht meine persönliche größte Herausforderung, es war nämlich Daniels. Aber dass wir da unsere Gedanken überhaupt drumherum winden konnten, wie das Ganze auf technischer Ebene machbar ist. Der Umstieg von Unity auf Unreal? Geld auftreiben. Nee, ich glaube, als ich angefangen habe mit Unity zu arbeiten, ich bin Game Designer, kein Programmierer, ich habe 3 linke Hände, alles Daumen und Informatik und Programmieren ist für mich, da war für mich viel Blackmagic, Voodoo und Hoffnung, Tränen. Und als ich das erste Mal vor der Engine saß und nicht verstanden habe, wie irgendwas funktioniert, weil alles undurchsichtige Magie war, da waren die ersten Herausforderungen, als ich dann das erste Mal in meinem Leben versucht habe, einen Character-Controller zu schreiben, dass ein Charakter nach vorne geht, wenn ich W drücke. Das hat mich gebrochen als Mensch. Da habe ich auch sehr viel in der Dusche geweint und habe danach gedacht, ey, ich mach was mit Holz. Maybe ist es doch nicht für mich, aber das war am Anfang der größte Gehirnwurm, den ich wieder ziehen musste. Von eigenen Engines über schwierige Umstellungen bis hin zu den ersten Schritten in einem neuen Tool. Die Herausforderungen sind groß. Aber gerade diese Erfahrungen bleiben oft am deutlichsten. Deshalb wollten wir hier noch einmal nachhaken. Welches Projekt hat euch am meisten geprägt? Ich würde sagen Battle Planet Judgment Day. Das war der erste Titel, an dem ich gearbeitet habe und der mir bis heute auch noch am meisten am Herzen hängt. Ich glaube Mafia 2, Entschuldigung, Mafia 2. Weil das war mein Einstieg in die Computerspielwelt. Ich glaube, es ist wirklich das, woran wir selber gerade arbeiten, weil es mein erstes großes Projekt ist, was auch wirklich nicht nur so ein Studieprojekt ist, weil man extrem viel lernt über den Ablauf der Spielentwicklung an sich. Das ist ja, wenn man halt nicht drin ist, dann denken viele Leute, ach, man sitzt zu Hause, macht was Cooles und dann kriegt man immer Geld und das sind aber sehr viele Zwischenschritte dazwischen. Okay, das war auf jeden Fall StarCraft 2. Da habe ich nämlich mit so viel Herzblut dran gearbeitet, dass es fast schon nicht mehr okay war. Ob erste große Titel, Herzensprojekte oder ganz persönliche Meilensteine. Spieleentwicklung bedeutet immer auch Wachstum. Und weil so viele gerne selbst starten wollen, haben wir zum Abschluss gefragt, welche Tipps habt ihr für alle, die selbst einmal in die Spieleentwicklung einsteigen wollen? Seid offen, seid mutig und probiert einen gewissen Grad an Professionalität zu erreichen. Wenn ich so einen ganz groben Tipp oben drüber stülpen müsste, dann beißen, beißen, beißen. Es ist einfach so, wer früh aufgibt, verliert früh. Alles ausprobieren und die Gestalter sollten ins Programmieren reingucken und umgekehrt. Macht euch ganz genau schlau, was ihr machen wollt und überlegt euch, ob ihr das wollt. Also to work on projects that you're really passionate about, not projects that you think are going to make the most money. Einfach machen. Lasst euch nicht abkriegen oder unterkriegen von der Situation in der Branche gerade, sondern macht einfach weiter, sucht Gespräche mit EntwicklerInnen und versucht so viele Kontakte wie möglich zu knüpfen. Und damit lassen wir die Gamescom 2025 langsam ausklingen. Wir haben Highlights gesammelt, kuriose Momente erlebt und vor allem eins gemerkt. Egal ob Besucher oder Entwickler, am Ende verbindet uns alle die gleiche Leidenschaft. Wir haben natürlich viel mehr Material aufgenommen, als in dieses Video passt. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr den Supercut sehen wollt. Mit allen Interviews in voller Länge. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch kein Update verpasst. Bis zum nächsten Mal.